Hallo liebes Element Wasser, Fische, Krebs und Skorpion. Ihr kriegt hier für euch, fürs Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion, eine Mini-Botschaft und den Lebensbaum lege ich für euer Kollektiv Element Wasser. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Fische, Krebs, Skorpion. Fische, Krebs, Skorpion. Dann habt ihr zumindest eine kleine Aufdröselung drin. Und wir gucken jetzt, was ich dem Kollektiv des Elementes Wasser mitteilen darf. Ja, irgendetwas gestaltet sich schwierig oder schwer, wirkt wie Ballast. Irgendwie kommt ihr nicht weiter, weil sich eine Situation so zeigt, dass man erst Gepäck abstellen müsste, um sich wieder wohlzufühlen. Dieses Gepäck kann hier in einem ungelösten familiären Konflikt liegen oder an sich, dass man mit etwas innerlich so irgendwie einen Kampf führt. Und hier ist es ausgerichtet auf Harmonie, ne? Also irgendetwas wird weggelassen, man stellt hier diesen schweren Koffer ab, irgendwoher kommt eine verbindliche Brücke, die uns hilft, einen Kampf bleiben zu lassen, ein unnötiges Gepäck mit weiter zu schleppen und bietet hier eine Lösung auf einem schnellen Weg, ja? Sorry. Die Lösung liegt hier sogar so, dass sie vielleicht auf eine unerwartete Weise kommt, aus einer Richtung, mit der ihr nicht rechnet, oder so ein klassischer Aha-Moment, wo ihr denkt, jetzt wird es mir klar. Was ich hier vermute, ist, dass ihr, anstatt immer mehr zu machen, etwas rauslässt. Ihr lässt etwas weg. Er verkürzt etwas, vielleicht auch eine Richtung, die nicht, ich sag mal, die nicht weitergebracht hat, zu verlassen. Das ist so etwas wie eine Sackgasse, ne, in der man so drin steckt und man hat nicht so richtig die Orientierung. Wie komme ich da wieder raus? Wo muss ich eigentlich ansetzen? Und hier liegt die Richtung so, dass sie dir plötzlich aufzeigt, wo etwas mehr und mehr leichter wird und deinem Herzen mehr Ruhe gibt, ne? Bei dir geht es speziell um die Herzensangelegenheiten, es geht um das Überanalysieren und es kann auch sein, dass du eine Situation vielleicht negativer siehst, als sie ist und im Kopf machst du dir so viele Gedanken, dass die ganze Sache so ein bisschen unruhig wirkt und hier liegt die Chance, das zu beenden. Lass es so eine Balance sein zwischen Herz und Verstand, die hier für viel Aufklärung sorgt und auch für Prozesse, die stagniert haben. Da habt ihr euch Gedanken gemacht, noch und nöcher, aber manchmal kann man durch Überanalyse eben auch sich alles noch ein bisschen weiter verbauen. Die Balance zwischen Herz, Verstand ist hier vielleicht sehr lösungsbringend. Hier wird dir etwas aufgezeigt oder euch oder dem Element Wasser, ich gehöre ja auch dazu, wo etwas nicht stimmig ist, wo man vielleicht auch nicht ehrlich zu sich selber ist, wo man im Unterbewusstsein die Richtung schon kennt, wo es hin soll, aber man hat so ein bisschen Bammel, die ganze Fassade bröckeln zu lassen. Und hier kommt eine Möglichkeit, da öffnet sich eine Tür im Bereich deines Umfeldes, an den Themen, an denen du arbeitest. Und es wird so passieren, dass dir plötzlich so klar wird, wo die Masken fallen dürfen, wo man etwas nicht schöner redet, als es wirklich ist, oder
wo man einfach dazu steht, ein Weg ist zu schwer und ich kann drüber nachdenken, wie ich will. Ich brauche eine Balance zwischen Emotion und Ratio auch, ne? Hier sieht man, dass es vielleicht auch so ein bisschen tragende Elemente sein können beim Element Wasser, berufliche, finanzielle Angelegenheiten, Angelegenheiten aus dem Umfeld raus, wo ich auch so der Punkt, wo man spürt, dass andere vielleicht nicht ihr wahres Gesicht zeigen. Und wo hat man irgendwie das Gefühl, ich habe nicht die Mittel, die ich brauche, zur Hand und kann deshalb nicht weitermachen. Und das ist hier irgendwie so als Irrglaube aufgezeigt. Denn hier hast du eigentlich die Möglichkeit und die Mittel, aber man ist zu verkopft, um auf dem kleinen Weg im Alltagsbereich irgendwo das zu finden, was einen tatsächlich, ich sag mal, bereichert irgendwo. Ne? Das ist so das Alltagsglück, das einem hier flöten geht. Irgendeine stupide Situation, die immer wiederkehrend ist. Und vielleicht lässt die dich nachts auch nicht schlafen. Man fühlt sich gehindert, vielleicht auch ein Stückchen weit. Wir haben hier die gebremste Leidenschaft. Ne? Man hat so nicht mehr das Gefühl, dass man für etwas richtig brennen kann, sich für etwas richtig interessieren kann, weil das Drumherum so schwierig ist. Und hier kommt tatsächlich eine Zeit, wo du vielleicht auch, indem du dich mehr aus allem rausnimmst, in den Rückzug gehst, dich so klären kannst, dass du im Alltagsglück etwas findest, was dich sehr bereichern wird und so peu à peu hier den dicken Brocken auch wegkriegst, weil du dich mehr dem zuwendest, was dir neue Möglichkeiten bringt. Hier geht sehr viel über den intuitiven Bereich. Ne? Das heißt, wenn man hier so viel denkt, kann man wahrscheinlich die Intuition nicht richtig wahrnehmen. Deshalb sagen die Karten hier, zieh dich mal ein bisschen zurück, kläre dich, komm zur Ruhe. Hier ist die Zeit auch so, etwas ist zeitabhängig, ja, eine Wende, eine Zeitwende, eine schicksalshafte Wende im Leben, die so eine Veränderung mitbringt, dass du im Kleinen spürst, okay, hier kommt das Aufatmen her, ja, da kommen wir gleich selber. Und das Schicksal gibt uns irgendwie einen kleineren Neubeginn zur Hand, den wir hier möglicherweise auch übersehen, weil wir sehr beschäftigt sind mit Denken und Lösungen finden. Und möglicherweise liegt es schon vor deiner Nase, aber du kannst es nicht greifen. Es ist möglich, hier im kleineren Bereich Neubeginne zu starten, neue Wege zu gehen oder auch Optionen zu nutzen, die dir ermöglichen, neue Türen zu öffnen, aus einer anderen Energie zu schöpfen. Man sieht hier auch die Lebensenergie wieder mehr reinfließen für alle, die sich so ein bisschen beschwert oder belastet fühlen. Also wende dich den Sachen zu, die auch Energie bringen. Immer auf ein Problem zu gucken, zieht auch wieder eher runter. Ja, und benutze deine Intuition als Instruktion und Ratgeber. Möglicherweise hat hier auch ein guter Freund für dich eine Möglichkeit, die du an die Ohren kriegst. Ja? Ihr tauscht euch aus, jemand hat eine Idee und teilt sie dir mit. Und es liegt sehr gute Energie für dich da bereit, also etwas so zu drehen, dass du auf einem anderen Weg eine Klarheit kriegst, die dir vielleicht auch gefehlt hat. Wir haben hier so ein bisschen das seelische Labyrinth liegen, ne? Das nicht so dieses auf dem Weg der Arbeit oder des Umfeldes, ne? Da hat man die Teile schon so geordnet, aber irgendwas scheint sich auf der seelischen Ebene so ungeklärt darzustellen, wo man vielleicht hadert und überlegt und nicht so richtig weiterkommt. Und ich habe hier so tatsächlich einen Impuls, der aufklärend wirkt und der auch so dieses, wie nennt sich das, der zündende Funke ist, um
minimal erste Schritte zu machen, um genau dieses Labyrinth hier zu verlassen. Auf diesem Weg, nenne ich es mal, deine Erfahrungen. Gibt es vielleicht irgendeine Stelle, an der du dran klebst, ne? Irgendetwas ist passiert, hat sich ereignet und mit dir irgendetwas gemacht, und ich habe das Gefühl, dass der Prozess da drin liegt, dass man es erkennt und stehen lassen kann. Hier geht es bei den Wasserzeichen oder beim Element Wasser auch ein bisschen um Geben und Nehmen, weiblicher und männlicher Anteil in einer Balance. Und hier ist es so, dass die Wege kürzer werden und nicht noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also irgendetwas wird hier als Lösung präsentiert, das Erleichterung mitbringt und Umschwung, indem man Sachen weglässt und nicht noch dazu nimmt. Jetzt haben wir hier für die Wassersternzeichen die Osterglockenfee. Ich lege es mal darüber. Es geht praktisch um einen Neubeginn. Wir kriegen aufgezeigt eben den Zyklus des Lebens, den Regeln, die die Erde so hat, ja. Die Jahreszeiten, die Wochen, alles, wo sich rundet, die Mondphasen. Und es gibt für alles Anfang und Ende, alles hat seine Zeit. Und hier wird irgendwie ein bestimmter Abschnitt im Leben, der hier mit sehr viel Gepäck behaftet war, beschrieben. Und die Osterglocke ist ja auch so ein bisschen ein Symbol für Frühling. Und natürlich auch dieses Ding, wo man wieder die Blumen sieht, ja, wo man sich an dem Grün, das durch irgendetwas durchschimmert, das meine ich. Ich klebe hier so bei dem kleinen Glück, das man nicht als Schatz sieht, wo man plötzlich wieder Licht sieht unterm Schnee oder unter einer dürren Landschaft. Dieser Augenblick ist hier gemeint, ne? Ja, und das Auftauchen dieser Karte rät tatsächlich dazu, eine neue Seite im Buch des Lebens aufzuschlagen, etwas Neues zu generieren. Und es ist damit verbunden, und das ist das, was die Karten hier sagen, nicht noch etwas draufzulegen, eine Schippe, sondern etwas wegzulassen. Schwere Abläufe, vertraute Abläufe, die zwar zur Verfügung stehen, die aber nicht mehr effektiv sind, einfach bleiben zu lassen und andere Werte zu suchen, die eben besser tragend sind, ne? Hier soll so eine Ermutigung auch stattfinden, nicht im Alten zu verharren, nur weil es bequem ist, sondern auch mal neue Ufer zuzulassen, Richtungswechsel vorzunehmen, Gelegenheiten zu nutzen, die einen auch wieder so ein bisschen ganz fühlen lassen, ja? Wir können ja Anfang und Ende von Situationen nur begrenzt auch beeinflussen. Wenn du was bejahst, ist es auf jeden Fall besser für das ganze Gleichgewicht, ne? Schaff auch hier Raum für einen Neubeginn, dann wird sich der Erfolg auch einstellen, sagen die Karten. Okay, dann gucken wir für die Fische, was habt ihr hier noch für einen Impuls? Kein Tag muss grau sein. Die Kommunikation spielt bei euch eine Rolle, also vielleicht auch gerade so, wenn es dir so ein bisschen grau drumherum ist, hol dir erfrischende Kommunikation, rede mit jemand darüber, tausche dich aus, spreche dich aus. Ihr habt hier vom Element hier tatsächlich auch nochmal Erde. Erdung ist sehr wichtig, ne? Und deine Träume sind zum Greifen nah. Das ist eure Impuls, liebe Fische. Dann kommen wir zum Krebs. Ja, das passt hier so ein bisschen ganz gut rein, denn hier geht es ja darum, dass der Kopf so viel spricht, dass das Herz nicht gehört wird. Und der kleine Engel sagt hier, hey, pst, dein Herz hat dir was zu sagen, hör mal zu. Wow,
Krebs, du hast die Glückskarte mit der Zitrone hier. Vom Element her Wasser, es geht auch viel um deine Emotionen. Und ein Wandel steht an, ein glücksbringender Wandel, ne? Okay, und dann haben wir noch die Skorpione. Was kriegen die gesagt? Liebe heilt. Hier gibt es ein Trostpflaster, etwas Liebevolles wird sich dir präsentieren. Du hast Zeit, deine, ich nenne es mal so, Wunden zu lecken. Und mit der Banane hast du hier das Thema Dualität. Vom Element her hast du auch Wasser. Es geht also auch hier um emotionale Dinge. Und auch hier doppelt sich das Kartenblatt. Nicht zu viel nachdenken, ne? Sondern auch die Emotion wieder mehr an Bord zu holen. Das ist euer Impuls, ihr lieben Skorpione. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag jetzt. Ich drücke euch. Bis bald. Liebes Element Luft, Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Hier kommt euer Lebensbaum für euer Kollektiv des Elementes Luft. Zwillinge, Waage und auch Wassermann bekommen am Ende eine kleine eigene Botschaft zu diesem Lebensbaum dazu. Zwillinge, Waage und Wassermann. Zwillinge, Waage und Wassermann. Okay, dann legen wir los. Ich bin gespannt, was ich eurem Kollektiv mitteilen darf. Ja, bei euch geht es darum, dass das Leben euch vielleicht Situationen bietet, bei denen ihr eine große spirituelle Erfahrung mit einbringt, ne? Ihr öffnet euch Türen, ihr habt irgendwelche Erfahrungen gemacht, die liegen hier als Lösung sogar da, als Klärung für eine Lebenssituation. Und diese Lösung, die steht hier sogar noch unter einem guten Stern, ne? Also alles, was sich dir so in den Verstand reindrückt, wo du denkst, okay, da habe ich mich geklärt, das könnte mein Weg sein, da führt mein Herz mich hin. Das bietet dir hier eine Möglichkeit, um dir sozusagen eine Tür zu öffnen, bei der du sehr geklärt mit dir selber, mit deinem Herzen auch in Kontakt, eine Lebenssituation hast, die sehr gewinnbringend ist, ne? Hier liegen die Engelsflügel dabei. Das heißt, es ist so, fühlt sich auch so safe an oder geschützt und du erkennst hier sehr viele Dinge, die in deinem Leben vielleicht in die Richtung gelaufen sind, wo du noch Masken trägst oder wo andere Masken getragen haben. Und es geht auch um Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, ne? Oder wo man auch im Leben vielleicht irgendwie sowas so verschleiert für sich selber, dass es schöner aussieht, als es am Ende ist und eben auch dann wieder verhindert, dass du das anziehen kannst, was du brauchst. Denn wenn du etwas verklärst, eine Situation, weil du, ich sag mal, vieles unter dem Deckmäntelchen hast oder vieles auch nicht nach außen zeigen möchtest, wie man dich wahrnimmt oder wie andere dich wahrnehmen könnten, dann kriegst du eben halt auch wieder so Lösungen präsentiert, wo auch irgendwas nicht ganz klar ist oder nicht ganz stimmig. Und da scheinst du für dich aufzuklären, in welchem Bereich du deine Wahrheit überdenkst, deine eigene Wahrheit, ne? Ich habe hier die Möglichkeit für das Luftelement aus so einer seelischen Situation, ja, ich sag mal, wo man gedacht hat, man steht irgendwo im Nebel, es geht nicht weiter, es geht nichts in Fahrt, kriegst du hier über intuitive Einblicke,
Möglichkeiten, dir tatsächlich neue Türen zu öffnen. Und die Tür, die stark mit einer Maske behaftet ist oder mit irgendetwas Verdecktem, die schließt du dir hier auch, ne? Für einen oder anderen besteht hier die Möglichkeit, ach, wie soll ich das nennen, da in die Kommunikation zu kommen, wo man vielleicht lieber auch mal nichts gesagt hat, verbal über sich hinauswachsen. Für einige mag das auch mit Grenzen setzen, Grenzen ziehen, einhergehen. Ich nenne es mal so, da wo dich ständig jemand überfährt und du denkst dir, okay, ich bin lieber ruhig, ich sage nichts. Da kommt hier so plötzlich der Wunsch der Erleichterung. Man möchte sich aussprechen, man möchte sich mitteilen. Man möchte versuchen, das, was im Verborgenen für sich selber liegt oder für die anderen als verborgen ist, doch mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Ne? Hier wirkt etwas sehr geheimnisvoll, weil man es nicht ausdrückt. Und dann beginnt dein Gegenüber zu spekulieren, wie es denn sein könnte. Und da können ganz ungute Dinge daraus entstehen. Und ich glaube, dass du dir da in diesem Bereich Möglichkeiten erarbeitest. Für viele geht es ja auch um ein beruflich neues Projekt, für das jetzt die Zeit ansteht. Irgendetwas, was sich aus dem verbindlichen Bereich zeigt, könnte ausgedient haben. Man möchte hier so eine andere Stabilität. Man möchte vielleicht auch aus einem bestimmten Kreislauf aussteigen, der eher gehindert hat, als voranzubringen. Und auch ihr habt hier, ich glaube, bei Wasser hatte ich das auch, dass die Zeit reif ist für einen kleineren Neubeginn, der einfach geprägt davon ist, dass man dem Leben wieder mehr Leben einhaucht. Blockaden, die man vielleicht auch schon aus der Kindheit kennt, das kann hier mit Aussprechen von Wahrheiten zu tun haben. Beispielsweise, ne? Ja, oder auch vielleicht auch, ich nenne es jetzt mal Angst vor Verletzung, wenn ich meine Wahrheit ausspreche. Ein Reiz- oder auch Kinderthema kann hier tatsächlich überwunden werden und es entsteht der Wunsch, dass man eben den Weg wählt, der einen selber auch wieder erblühen lässt, der Gepäck aus der Vergangenheit. Ja, hier zeigt sich eben das Kind. Ich denke, das ist schon so eine Glaubenssatzthematik, ne? Da gibt es ein Sprichwort, mach aus deinem Herzen keine Grube oder so, ne? Denn das unterdrückte Wort rumort in dir rum und du stehst dir damit selber im Weg. Und hier wird der Weg sozusagen freigeräumt. Du kriegst hier auf deinem Weg eine Möglichkeit aufgezeigt, dich zu erleichtern, einen elendig langen, ewigen Kreislauf und auch ein Labyrinth zu verlassen, das dir eigentlich mehr Stress als Ruhe mitbringt, das irgendwie auch die anderen dann mit ansteckt und im Prinzip tut sich das dann so von einem auf den anderen überschwappend für Unruhe sorgen. Und eigentlich weißt du das. Ja, und im Prinzip geht es darum, dass du da drauf guckst, da dran zu gehen, dass das Verborgene oder das Unterbewusstsein dir immer wieder aufzeigt und du sagst, nee, ich gehe weg, ich möchte es jetzt nicht sehen. Und hier steht eine große Chance, das Ganze anzugehen. Hier wird eine Energie angezeigt, bei der du genauer hinguckst, dich nicht mehr so zurückziehst und eher diesen Weg nimmst, auf etwas, auf jemanden zuzugehen. Was hier speziell ist, hier kann sein, dass dich andere Menschen Kraft kosten. Ne? Also, dass du
damit beschäftigt bist, dein Umfeld zu bespaßen und selber deine Batterie leer geht. Und hier liegt so ein Hinweis drin, dass du einfach da drauf guckst, dir selber die beste Energie auch zurückzugeben. Hier zeigt sich etwas als sehr bereichernd für dich. Das liegt ja auf dem kurzen Weg bei einer super Energie auf dem finanziellen Bereich. Und im Prinzip könnte es genauso dieses Ding sein, wo finde ich Erfüllung, Bereicherung emotional und welche Personen laugen mich aus und welche bereichern mich. Also so dieses Ding, lass dir nicht die Energie anzapfen von Menschen, mit denen du es gut meinst, aber deine ehrliche Meinung wäre eigentlich, dass du sagst, wow, ich kann es nicht gebrauchen, mir nimmt das Energie. Also sprich, du möchtest jemand nicht verletzen und nimmst es dann auf deine Kosten sozusagen mit. Und darum geht es ein bisschen, sich da eine neue Tür zu öffnen. Was man sehen kann, ist hier für euer Kollektiv, dass ihr beruflich gute Möglichkeiten habt, ein neues Kapitel anzufangen und dass ihr auch an den Finanzen und an der inneren Kind-Thematik ziemlich gut weiterkommt. Ihr habt jetzt hier den Ahornbaum und bei dem Ahorn geht es darum, großzügig zu sein. Hier wird jetzt beispielsweise gesagt, das, was du gibst, kriegst du 10-fach zurück. Das sehe ich genauso, aber es gibt auch Sachen, da verschwendet man seine Energie, ne? Verschenkte Zeit irgendwie. Es geht um die Herzensdinge, um das, was dir persönlich etwas wert ist. Es geht um den Moment, wo einem bewusst wird, in die Dinge zu investieren, die Herzensangelegenheiten sind. Und diese Kraft kriegst du auch nur, wenn du sie nicht unbedingt verschwendest oder da ausgibst, wo man etwas von dir einfach so verlangt und du den Wunsch gar nicht hast, das von dir aus zu geben, ne? Der Ahorn ist im Prinzip ein Baum, der viele klimatische Bedingungen überleben kann und trotzdem gedeiht. Und es geht bei dir ein bisschen auch um die Süße des Lebens. Offen zu sein für kosmische Fülle und gleichzeitig auch großzügig dir selbst gegenüber. So wie auch anderen, aber eben auch dir selbst gegenüber. Gib von Herzen, empfange offenen Herzens, also dieses Gleichgewicht auch daherzustellen, wo man nicht mit Herzen reingibt, da kannst du es auch gleich bleiben lassen, ne? Im Prinzip, dieses Sortieren. Okay, dann gucken wir die Botschaft für die Zwillinge. Ja, wieder so passend, ne? Du bist das Wichtigste in deinem Leben. Nichts geht verloren im Universum. Also dieses Bewusstwerden auch, dass wenn etwas physisch nicht mehr da ist und du kannst es nicht sehen, dann ist es trotzdem im energetischen Feld. Du hast hier die Karotte, es geht auch um Klarheit für dich, auch wieder eine sehr erdige Energie. Kann hier ein bisschen Skorpion oder Jungfrau betont sein auch. Und vom Element her hast du Erde auch tatsächlich, lieber Zwilling. Waage. Ja, hier ist vielleicht irgendetwas im Verborgenen, etwas zeigt sich noch nicht so ganz genau. Und es gibt für alles eine Lösung, wird dir hier gesagt, ne? Das ist auch ein wichtiges Thema, das ich immer wieder sage. Wir hecheln so von Erfolg zu Erfolg und vergessen dann ganz dabei, uns bei Teiletappen oder bei großen Etappen mal auf die Schulter zu klopfen. Das kriegst du hier gesagt, liebe Waage. Und es geht darum, dass du ein bisschen runterkommst, ne? Eine Energie, die dich beruhigt, die dir Ruhe bringt, vielleicht auch aus der Ruhe raus zu reagieren. Und hier bist du in deinem eigenen Element dabei. Das Element Luft spielt hier eine Rolle.
Und jetzt noch die Wassermänner, Karussell im Kopf. Und was habt ihr noch? Setzt dir neue Ziele. Es kann hier möglicherweise ein bisschen viel sein, mit dem du dich beschäftigst. Etwas dreht sich im Kreis. Das ist sozusagen dieses Labyrinth, das mehr Unruhe bringt, das wir im Kartenblatt haben und ganz weit weg ist von Lösungen. Und da jetzt hier nochmal dran zu gehen und zu überlegen, wo muss ich vielleicht auch was rausnehmen, um für mich mehr zu haben, wäre hier die Idee dazu. Du hast die Tomate, Element Wasser. Hier geht es auch sehr viel um Emotionen und es geht hier um das Thema Liebe. Ja? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Ich drücke euch und bis bald. Liebeselement Feuer, Sternzeichen, wieder Schütze Löwe. Ich lege hier oben eine kleine Zusatzbotschaft fürs Ende der Legung, für die Sternzeichen speziell. Wieder Schütze Löwe. Wieder Schütze und Löwe. Ich weiß, normal hat es eine andere Reihenfolge, aber ich muss es ja so machen, dass ich mir es merken kann. Wieder Schütze und Löwe. Gut, dann guck mal, was euer Lebensbaum zu sagen hat für das Kollektiv des Elementes Feuer. Und ich bin gespannt. Okay. Hier geht es gleich mal um eine gute Sache. Ihr habt die Blumen als erste Karte. Hier gibt es Geschenke, Treffen, Einladungen, aber auch irgendetwas, wo ihr intuitiv wisst, da möchte ich hin und da möchte ich nicht hin. Also ihr wählt euer Geschenk mit Bedacht aus, würde ich sagen. Irgendwie kriegt ihr vom Schicksal was vor die Füße geworfen, wo ihr einfach merkt, da fühle ich mich noch aufgehoben und da nicht mehr. Ne? An diesem Treffen möchte ich teilnehmen und da nicht mehr. Und ihr kriegt hier auch einen Geistesblitz, würde ich sagen, eine Wende. Und ihr merkt auch selber, wo ihr euch in einem geschützten Rahmen bewegen möchtet, der eine Energie mitbringt, die erleichternd und ruhig wirkt. Im Prinzip ist es so, dass ihr nicht noch mehr aufgebürdet bekommen möchtet und auch nicht noch mehr tun wollt, als nötig ist. Und euch liegt sehr viel daran, euch rauszusuchen. Ne? Nicht das zu nehmen, was man muss oder was man hingeknallt kriegt, sondern genau zu gucken, dieses Geschenk möchte ich haben, dieses lastet mehr an mir. Das gibt es schon auch. Ne? Es gibt so Klärungen, wo ihr rein investiert und auch Klärungen, wo ihr nicht mehr investiert. Bei manch einigen zeigen sich hier so trennende Situationen bei Herzensangelegenheiten, sprich euer Herz sucht neue Wege. Vielleicht geht es auch darum, liebevoll eine Beziehung zu führen, wieder Nähe aufzunehmen, wo vorher Distanz war. Das kann in einer Partnerschaft sein oder dem Partner gegenüber überhaupt. Auch bei euch habe ich Kommunikation, die Erleichterung bringt. Und es ist hier Zeit für eure Herzenswünsche. Euer Herz möchte Wege gehen. Die Kunst ist im Prinzip darin, den Weg nur zu nutzen, den ihr wollt, nicht den man euch überstülpt. Ne? Ihr spürt hier sehr genau, für was ihr offen seid und für was nicht. Und ich nenne es mal so, du möchtest gerne die Wahl haben, ne? Und die kriegst du hier auch. Ne? Du darfst auf dein Herz hören, denn hier wird eine lange Zeit angezeigt, in der du vielleicht verharrt hast,
wo zwar auch ein Weg entstanden ist, der aber nicht so richtig zielführend war oder wo sich keine Lösung aufgetan hat. Und genau hier kommt jetzt so eine Brücke, die dir irgendwie hilft, von einer Seite auf die andere zu gelangen, einen Weg zu finden, der auch Erfolge mitbringt und eine Veränderung, die auch bei dir, liebes Feuerzeichen, mit Empfangen zu tun hat. Leidenschaft leben, Bewegung in die Emotionen zu bringen, Fahrt aufnehmen, die Zügel in die Hand nehmen, die Richtung vorgeben. Um das geht es in dieser Legung. Es wird ja auch Zeit, dass ihr euren Gefühlen und eurer Intuition wieder mehr vertraut. Und für euch zeigen sich hier ein paar schicksalshafte Themen. Das kann eine Verstrickung sein mit Familienmitgliedern, die wie sagt man das, die gleiche Überschrift haben. Hier könnte es zum Beispiel etwas sein, wie geht man mit Gefühlen um, was von seinen Gefühlen trägt man nach außen, was nicht. Wo gibt es Familiengeheimnisse? Und hier beispielsweise haben wir hier auch so ein Thema mit den Finanzen. Hier kann sein, die Einstellung zum Thema Geld wurde bei euch geprägt in der Familie mit, nennen wir es mal Schwäbisch, da gibt es dieses Sprichwort, schaffe, schaffe, Häusle bau, sonst braucht dich im Leben nichts zu interessieren. Und da arbeitet man Tag und Nacht dafür, dass man nachher beispielsweise so ein Haus hat. Und das kollidiert hier mit deinem Leben, das du jetzt hast und mit dem, das du dir vorstellst. Und du bist hier dabei, diesen Glaubenssatz wegzulassen, der für dich nicht gültig ist, sondern nur eine Überlieferung aus einer DNA-Geschichte. Hier geht es darum, dir auch stabile berufliche Türen zu öffnen. Für alle, die nicht arbeiten, sind es die Themen, an denen man arbeitet. Man arbeitet immer an irgendetwas, ob das geistig ist oder physisch. Und ich habe für dich hier auch Menschen, die in dein Leben kommen, die dir ein bisschen neue Energie mitbringen. Hier wird die Qualität der Freundschaft aufgezeigt. Du erkennst hier vielleicht auch, wie wichtig das ist, Menschen zu haben, mit denen man resoniert. Es kann hier auch speziell über Arbeitskollegen gehen oder Menschen, mit denen du zusammen was erarbeitest, um ein gemeinsames Öffnen von einer Tür. Und diese Tür ermöglicht dir auch ein Kapitel in deinem Leben, an dem du sehr viel gearbeitet hast, als Mensch in deiner Entwicklung zu schließen und hier etwas zu empfangen, das dir verbindlich dient und einen Neubeginn unter einem guten Stern ermöglicht. Für viele liegt es so, dass sie einen kleinen Neubeginn starten. Also das ist eine Veränderung, die ist nicht so riesig groß, sondern das sind so minimale Schritte, die neue Türen eröffnen lassen. Die liegen hier im Bereich der Finanzen und des Berufes. Weggefährten könnten für euch hier wichtig sein. Menschen, die als Bereicherung dargestellt werden. Kontakte hier auch, die ihr möglicherweise über den Beruf kriegt oder Leute, die stark mit euch in Resonanz sind, weil sie ähnliche Themen haben. Für euch ist hier die Espe rausgefallen, liebes Element Feuer. Es geht um das Thema Mut. Und hier unten hatten wir es ja schon von Seelengefährten und Gefährten überhaupt und Gemeinschaften. Und hier wirst du irgendwie geschützt und zusammen mit anderen Leuten deine Dinge angehen. Du schreitest auf deinem Weg anmutig voran und es spielt auch keine Rolle, was dir hier im Weg steht. Es geht darum, dich auch für Unterstützung durch andere zu öffnen
gemeinsam mit Gleichgesinnten zu unternehmen und auch festzustellen, dass du nicht alles alleine tun musst. Es gibt Momente, da kann man abgeben, da findet man Gelegenheiten, zusammen ein Projekt zu machen oder wegen mir eine Aktion in der Nachbarschaft. Also es geht um die Gemeinschaft, um das Zusammensein, um das zusammen etwas durchzustehen, nicht um diesen Einzelkampf, den man hier hat. Ja, und es geht darum, Stärke zu haben, dem Unbekannten ins Auge zu gucken. Und die Botschaft der Espe ist im Prinzip, dass dein innerer Krieger bereit ist, hervorzutreten und sich auch Hindernissen und Herausforderungen zu stellen, bei denen man gegebenenfalls ein bisschen Unterstützung braucht. Hier wird dir das sehr bald klar werden, dass es ein Teil auch deiner Wurzel ist. Dieses Abgeben, gemeinsam machen, zusammen für ein Ziel einzustehen. Damit bewerkstelligst du auch so ein bisschen eine Lebensaufgabe, denn an diesem Punkt kannst du aus dem Erreichen immer wieder schöpfen. Also das ist so ein Durchbruch, von dem du immer wieder profitieren kannst. So, dann kommen wir zu den Widdern. Mein Heim ist das Geheimnis. Ihr habt die Erbse. Wir gehen hier zum Thema Kommunikation wieder. Das ist hier eine sehr erdige Energie. Kommunikation, die auch, sagen wir mal, euch wieder beruhigt oder runterbringt, wenn ihr sie gemeinsam mit anderen zelebriert, würde ich jetzt fast schon sagen, denn das sind hier so bereichernde Gespräche, bereichernde Nachrichten, ein Gefühl des Zuhause-Seins, und auch hier kommst du oder bist du dazu aufgefordert, in deine ganze Kraft zu kommen. Die Schützen, ja, die Schützen denken ein bisschen viel, deshalb kann das Herz sich nicht bemerkbar machen. Das Engelchen hier sagt, dein Herz hat dir was zu sagen, mach mal deinen Verstand leiser oder hör mal genau hin. Sei nicht so beschäftigt mit Analysieren oder alles zerdenken. Hier kommt die Kraft, die du brauchst. Du hast von den Elementen her tatsächlich auch das Feuer dabei. Wir haben mal den Fenchel drauf. Und wir haben lass dich treiben. Also gib ein bisschen Kontrolle ab und schwimm mit dem Strom und nicht dagegen. Nimm ein bisschen Tempo und Druck raus. Okay, und dann haben wir hier noch die lieben Löwen. Die lieben Löwen kriegen gesagt, dass es für alles eine Lösung gibt. Egal wie es aussieht im Moment. Und ihr habt die Orange, die hier für das Thema Energie steht. Wir haben hier die Sonne dabei, die Leuchtkraft. Ihr selber als Löwe, ne? Wir haben den Häckselkessel, der hier brodelt und euch einen sozusagen Energy-Trink oder Mix hier zusammenbraut. Lass dich vielleicht auch mal vom Duft der Orange inspirieren. Von den Elementen her habt ihr das Wasser, es geht um eure Emotionen, und gerade geht es darum, vielleicht auch mal einen Kampf niederzulegen, indem man die Dinge einfach mal so stehen lässt und nachgibt, ja, und nicht ständig irgendwelche Reibereien forciert. Okay, ihr Lieben, Feuersternzeichen, das war eure Legung. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich drücke euch bis bald. Ja, liebes Element Erde, ihr seid dran. Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Auch ihr kriegt hier
eine persönliche Botschaft noch für euer Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau. Stier, Steinbock, Jungfrau. Stier, Steinbock und Jungfrau. Dann gucken wir in euren Lebensbaum rein, was ich dem Element Erde, dem Kollektivelement Erde mitgeben darf. Was sich hier so zeigt für euch als Impuls. Sorry, ich muss einen Schluck trinken. Ja, es geht um euch selber, um eure Empfänglichkeit. Es wird Zeit, mehr Leidenschaft im Leben zu haben, mal wieder was für etwas zu brennen, der Seele ein bisschen Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Eine Zeit, wo ihr euch vielleicht auch nichts gegönnt habt, zu unterbrechen. Und man sieht hier sehr viel seelische Klärung bei euch. Die haben was mit den Wurzeln zu tun, die sind auch zeitabhängig und möglicherweise merkt ihr auch so, dass euch irgendetwas zu wenig ist oder euch nicht erfüllt. Und ihr habt auch sehr viel klärende Prozesse hier im Moment. Für einen oder anderen zeigen sich hier Dinge, die haben mit der Arbeit zu tun, mit der Umgebung, mit Wachstum, Vitalität. Also so ein bisschen ein Sammelsurium an Gebieten. Und im Gegensatz dazu habt ihr praktisch so dieses Ding von, hier bin ich beschäftigt und wo lebe ich meine Leidenschaft. Ne? Möglicherweise, weil wenn hier die Zeit fällt, dann kann es Einzahl sein, dass sich etwas verändert, weil es an der Zeit ist oder dass man überlegt, für was brauche ich mehr Zeit. Ne? Hier geht es eventuell um Hindernisse, die sich über den Beruf zeigen oder dem Umfeld. Wenn ihr nicht mehr arbeitet, geht es um die Dinge, an denen man arbeitet. Und es scheint euch hier eine neue Tür aufzugehen und ihr macht die Tür für die Hindernisse zu. Hier gibt es Neubeginne, in die man wieder gerne reingibt, aber auch hier, wir haben die Energie Mann-Frau sehr weit beieinander und es geht darum, wo investiere ich was rein, wo empfange ich mehr. Die einen oder anderen haben vielleicht auch eine Thematik, die sie bearbeiten mit einem Kind. Da kann sein, dass es da Hindernisse gibt, zum Beispiel, dass man den Kontakt abgebrochen hat oder dass die Kinder sich nicht melden. Da sieht man jetzt aber auch eine Chance für einen Kontakt, für eine Tür, die sich wieder neu öffnet. Kann ja auch über den Bereich Freunde gehen, dass da irgendwas stattfindet, was euch und eure Kinder wieder näher zusammenbringt. Ich habe für euch sehr viele Kontakte, die euch unterstützen könnten aus dem Freundeskreis. Das geht hier um eine emotionale Unterstützung, um eine emotionale Hilfe, vielleicht auch um eine emotionale Klärung. Ach, das ist jetzt aber interessant. Und zwar habe ich das für euch irgendwie so liegen, dass ihr eure Gefühle mal näher angucken sollt. Ne? Hier wird vielleicht auch sehr viel gedacht oder zerdacht, aber hier geht es darum, dass die Emotion dir vielleicht was anderes mitzuteilen hat und genau da drin kann für dich die Bereicherung herkommen. Auch bei dir sieht man hier irgendwie das Thema
Erfüllung, sich ganz fühlen, sich beschenkt fühlen vom Leben, aber irgendwas auf der emotionalen Ebene möchte eben auch mehr gesehen werden, dass du jetzt im Moment vielleicht übersiehst und gar nicht als wirklichen Schatz erkennst, weil du entweder nicht genau hinguckst, das Gefühl wegdrängst oder zu viel denkst. Alles drei kann möglich sein. Hier geht es darum, neue Möglichkeiten zu nutzen im Bereich der Beziehungen, Verträge. Es geht auch ein bisschen um Nähe- und Distanzthemen bei euch. Möglicherweise habt ihr hier auch so ein bisschen das Gefühl von, ich muss alles alleine wuppen. Ich bin irgendwie getrennt von irgendetwas. Ich fühle mich nicht so richtig sicher, etwas auf den Weg zu bringen. Es kann bei euch auch ein bisschen um die Finanzen gehen, dass ihr denkt, ihr müsst eure Finanzen stärker beieinander halten oder es gibt finanzielle Verzögerung, Unsicherheit oder auch irgendwelche Labyrinths. Die können hier auch mit den Finanzen der Familie zusammenhängen. Ja, und wir haben hier die Lösung für dich, die Erleichterung bringt bei den Finanzen und auch bei allen Herzensangelegenheiten und bei der Entscheidungslosigkeit oder bei, ich sag mal so, manchmal ist man ja auch unsicher, einen Weg zu gehen aus Angst vor der Konsequenz. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dir wird klar, was hier in die falsche Richtung läuft oder wo du selber merkst, dass du Belastungen von anderen mitschleppst, die dich eigentlich erschweren und jetzt dich selber null voranbringen. Die Lösungen, die liegen bei dir, bei euch, wie soll ich das nennen? Sie liegen so, dass ihr praktisch auch was weglässt, anstatt immer noch was aufzubürden. Sie liegen im kleineren Bereich. Das ist so wie eine innere Instruktion, wo ihr auf einmal spürt, das geht nicht mehr oder das möchte ich nicht mehr und das könnt ihr nicht übersehen. Das präsentiert sich euch direkt. Nenne es überraschende Umstrukturierung. Die Energie wird hier auf jeden Fall auch ruhiger. Und hier sind auch so die Masken, die sich lüften, sogar unten an der Wurzel. Hier geht es darum, dass ihr vielleicht eure Intuition nicht richtig greifen könnt. Und euch wird hier geraten, genauer hinzugucken, hinter die Kulissen zu gucken. Da warten überraschende Erkenntnisse. Und es geht auch darum, so ehrlich wie möglich zu euch selber zu sein. Also sprich, wenn dein Bauchgefühl dir das sagt, es fühlt sich so oder so an, dass du dann aber nicht mit dem Verstand sagst, ja, aber das muss so laufen. Ne? Die Lösung, die du suchst, vielleicht aus einer Sackgasse rauszukommen oder aus einem Kreislauf, die liegt näher als du denkst und vielleicht auch im kleineren Bereich als du denkst. Du musst ja nichts Großes umwälzen. Das nennen wir es mal, die Lösung liegt im Detail. Ihr habt jetzt hier die verzauberte Wiese mit dabei. Das Schlagwort dazu heißt Heiligkeit. Heiligtum, sorry. Und die Karte möchte dich daran erinnern, dass du deine Reserven erneuerst, ne? Dass du deine Batterien auflädst, dass du deine eigenen Bedürfnisse siehst und dich auch um sie kümmerst. Also Selbstfürsorge. Auch zur Selbstfürsorge gehört, dass man Sachen weglässt, die einem nicht gut tun. Dass man sich da aufhält, wo man wirklich gerne ist und nicht irgendwo, bloß weil es von einem verlangt wird.
Hier ist auch so ein bisschen die Zeit, wo man Dinge instand setzt, ne? Instand setzt, wo man seine Sachen pflegt und repariert, sein Eigentum, sein Besitz. Und es gibt auch enorme Energieschübe in der Zukunft, aber du brauchst so ein bisschen Grundlage, ne? Damit du mit aufgefüllten Batterien an deine Themen gehst, ne? Ja, die Karte zeigt auch eine gute Zeit an oder eine nahe Zeit, wo Dinge sich entfalten oder Blüten aufgehen oder dir auch Erfolg wieder blüht, ne? Es geht darum, Energie zu schöpfen. Für sich, für dich, für deine Seele, deine innere Führung auch in Anspruch zu nehmen und überhaupt zu hören und Auszeit zu nehmen für dich und für Entspannung zu sorgen, wäre hier ein guter Impuls. So, dann gucken wir Element Erde, Stier. Nichts geht verloren im Universum. Auch wenn du es vielleicht nicht sehen kannst, ist die Energie irgendwie vorhanden. Es geschieht auch nichts umsonst. Bei dir ist es wichtig, lieber Stier, dass du positiv bist. Wir haben hier von den Energien hier die Luftenergie, können natürlich auch alle Sternzeichen des Elementes Luft sein. Zwillinge, Waage und Wassermann. Und du darfst dir so ein bisschen deine Situation überdenken. Vielleicht hast du irgendwie deine Positivität ein bisschen verloren und kommt dir alles schwierig vor. Das würde dem Ganzen auch entsprechen. Tanke mal wieder auf, sorg dich für dich und komm so dann wieder in diesen Blick für dich und dein Leben und deine Situation. Stier, Steinbock. Die Steinböcke, die dürfen hier das Unerwartete erwarten. Hier fällt ein Geschenkchen vom Himmel. Am Himmel ist statt einem Vögelchen ein Fisch zu sehen, ja, der hier ein Geschenk bringt. Also wirklich das Unerwartete. Und bei dir geht es um die Fruchtbarkeit, ne? Um etwas, was Wachstum bedarf, was dir neue Früchte bringt. Von den Elementen hier hast du das Element Wasser. Es kann natürlich hier stark um deine Emotionen gehen. Und dieses Geschenk, das dich hier vielleicht erwartet, könnte ein Gespräch sein, das dir Klarheit bringt. Oder eine Situation, wie die Dinge wieder fruchtbar werden in deinem Leben. So, und dann noch die Jungfrauen. Ja, was bringt dein Herz zum Hüpfen, liebe Jungfrau? Wo darfst du wieder Leidenschaft empfinden, dich an was erfreuen? Die Langlebigkeit ist hier wichtig für dich und guck mal, hier hast du sogar dein eigenes Sternzeichen drauf. Die Chrysantheme. Und es geht nochmal darum, auch alte Muster zu verlassen. Hier könnte möglich sein, dass du dir mal wieder was gönnst oder dass du eben sagst, ich bin nicht nur da, um die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Ich brauche meine Energie für mich und ich beschäftige mich mit etwas, das mich nährt und das mich erfreut, egal was die anderen darüber denken. Ihr Lieben, das war eure Legung. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich drücke euch bis bald.